Cloudy 666. Für genauere Informationen zum Video oder der Geschichte von Cloudy 666 lesen Sie bitte die Videobeschreibung, die Packungsbeilage oder fragen bei Ihrem Schwarzmetaller des Vertrauens nach weiterer Auskunft. Heil, Satanas Abraxas. Abra, Kadabra. Meine neue Freundin, die Melita und ich, wir haben jetzt endlich unsere eigene Sekte gegründet. Sie heißt jetzt wirklich Children of Satan. Und wir haben jeden Tag nach der Schule ein geheimes Treffen im Park. Dort rauchen wir dann und zünden Kerzen an und sagen erfundene Beschwörungsformeln auf. Die Melita schreibt auch Gedichte. Heute hat sie mir eins vorgelesen. Es heisst Tod und das geht so. Tod! Ich warte auf den Tod. Der Tod kommt in der Nacht, wenn alles dunkel ist. Und nur ich bin wach. Ich finde das Gedicht schön. Die Melita sagt, ich könnte das auch und soll es einfach probieren. Heute habe ich die Melita meiner Mami vorgestellt. Die Mami sagt, dass ich sicher einen schlechten Einfluss auf die Melita habe und dass sie sich mal mit ihren Eltern unterhalten will. Aber das hat sie dann zum Glück doch nicht gemacht. Am Samstag sind wir dann ausgegangen. Wir sind in das Lokal gegangen, wo die ganzen Satanisten sind. Die Satanisten dort, die kennen mich jetzt schon. Sie wissen sogar meinen Namen und freuen sich immer, wenn ich komme. Die Melita und ich haben uns zu einem Tisch gesetzt und 2 Whisky Cola bestellt. Die sind viel feiner als Bier. Hui! Pfui! Der Melita war nach dem ersten Glas ganz schwindelig. Wir haben uns mit unserem Sackgeld dann ein Päckchen Marlboro Lights gekauft und dann haben wir geraucht. Dort dabei haben wir nach einem Mann gesucht. In diesem Lokal gibt es einen Töckeli-Kasten. Dort ist ein Mann gestanden, der lange braune Haare hat und ein T-Shirt mit blutigen Leichen drauf. Auf dem T-Shirt ist etwas mit Corpse oder wie das heisst gestanden. Also, ich habe den Mann cool gefunden. So cool! Die Melita hat gesagt, ich soll einfach zu ihm über und ihn ansprechen. Ich bin ganz aufgeregt und habe sogar zittert. Darum bin ich vorher nur mal aufs WC und habe mir mein Corpse Paint noch geschminkt. Beim Schminken habe ich die Freundin von dem Mann, wo ich eine Ohrfeige verpasst habe, wieder getroffen. Sie hat mich ausgelacht und gefragt, wieso ich mich noch vors Haus traue. Das habe ich nicht verstanden, was sie gemeint hat. Und darum bin ich wieder zu der Melita zurückgegangen. Die Melita hat gesagt, ich soll jetzt endlich zu dem Mann hingehen. Ganz aufgeregt bin ich zu ihm hingegangen. Ich habe zu ihm gesagt, dass ich ihn geil finde. In der Bravo steht nämlich, dass man das zu einem Boy sagen soll, wenn man etwas von ihm will. Ich habe ihm gesagt, dass ich noch Jungfrau bin und keine mehr sein möchte. Er hat mich ganz komisch angeschaut und dann hat er gelacht und ist weggegangen. Ganz verzweifelt bin ich wieder zu der Melita gegangen. Sie hat gesagt, sie wird mir jetzt zeigen, wie man sich einen Mann anbaggert. Die Melita ist dann zu einem anderen langhaarigen Satanist gegangen und hat gesagt, dass er mitkommen soll. Der hat aber nicht wollen. Er hat zu ihr gesagt, dass sie fett ist. Das hat Melita ganz traurig gemacht und sie hat sofort ein Gedicht darüber geschrieben. Tod! Wir haben es bei allen Männern in diesem Satanistenlokal versucht, uns entjungfern zu lassen. Aber die meisten haben uns nur ausgelacht und die anderen haben einfach nicht wollen. Nur so ein alter Mann, der ganz allein draussen auf dem Trottoir gehockt ist, hat gesagt, er würde das mit uns machen. Kommt mit! Wir haben uns riesig gefreut und sind mit ihm mitgegangen. Aber als er dann gesagt hat, wir müssen uns ausziehen, da haben wir Angst gekriegt und sind abgehauen. Die Melita hat gesagt, dass das ein Landstreicher war. Wobei er gar nicht so ausgesehen hat, als würde er etwas streichen.
Aber vielleicht ist das ja ein Beruf oder so etwas. Die habe ich dann die ganze Geschichte der Mami erzählt. Die ist ganz bleich geworden und hat gesagt, dass ich nie mehr fortgehen darf. Dabei ist doch nächste Woche das Konzert und ich bin noch nie auf einem richtigen Satanistenkonzert gsi. Darum bin ich dann auch ganz beleidigt gsi und habe an Mami gesagt, dass ich mit so vielen Landstreichern mitgehen darf, wie ich will, und dann bin ich zu der Melita abgehauen. Die Melita hat aber schon geschlafen. Ihre Eltern haben mich gar nicht rein wollen. Sie sagen, dass ich schuld daran bin, dass ihre Tochter jetzt an den Teufel glaubt. Ich glaube, mich versteht niemand auf dieser Welt. Ganz hassig bin ich dann wieder heimgegangen und habe ein Gedicht geschrieben. Und das geht so. In Satans Macht. Satan wird euch holen. Dass ich entjungfert werden will. Ich bin ein Satans Kind. Ich bin in Satans Macht. Schwarz wie die Nacht. Bis zum nächsten Mal. Eure Vampiria Claudi 666. Peace.